So it's nice to be here. Ich freue mich, hier zu sein. I'm doing 18 cities and German cities in 21 days. Oh my God! Reise durch 18 Staaten in 21 Tagen. So if this is Wednesday, it must be Hamburg. Und heute ist es Hamburg. So tonight, we're not going to exactly talk about Israel-Palestine, but rather about what I call globalizing Palestine. Heute wird nicht über Israel-Palästina geredet, so wie ich es sage, sondern es geht um die Mobilisierung Palästinas. Oh Gott, Globalisierung. But there'll be time at the end for discussion and questions, so if people want to go back and ask something about Israel-Palestine, especially where we're going, which is another lecture I do, then we can talk about it then. Aber wenn es Fragen gibt zu Israel-Palästina, dann besteht dafür nachher Zeit und es ist auch speziell zu der Frage, wohin denn der Weg führt. But one question you can ask is, why should we care so much about Israel-Palestine? Und eine Frage, die wir stellen, warum müssen wir uns wirklich kümmern um Israel-Palästina? There are thousands of conflicts in the world, and some of them, like the Congo, for example, are much worse than Israel-Palestine. Es gibt tausende Konflikte in der Welt und einer zum Beispiel, der im Kongo, ist viel, viel schlimmer als der zwischen Israel und Palästina. So why should this particular conflict attract so much attention? Warum so viel Aufmerksamkeit für diesen Konflikt? Well, one of the reasons is that it's a global conflict. Es ist ein globaler, weltweiter Konflikt. It isn't simply a fight between two localized peoples. Nicht einfach ein Kampf zwischen zwei örtlichen Völkern. Obviously, it's part of the destabilization and the violence of the entire Middle East. Es ist offenbar Teil der Destabilisierung und der Gewalt im Mittleren Osten. And the Middle East is a pretty important geopolitical part of the world. Und der Nahe Osten ist ein wichtiger Teil der Welt. But it also really has an impact way beyond the Middle East itself. Und dann, es geht aber weit über den Nahen Osten hinaus. Es hat eine weit größere Bedeutung. It has to do with energy. It has to do with security. It has to do with, we'll talk about this, with global arms trade. Es hat zu tun mit Sicherheit, es hat zu tun mit dem weltweiten Waffenhandel. Darauf kommen wir noch. You can't get on the airplane with a tube of toothpaste. So coming out of this conflict, it affects our lives in many ways that we know and don't know. Und ich glaube, das geht um die Zahnpasta, die nicht wieder zurück in die Tube geht. Den wir nicht mitnehmen dürfen im Flugzeug. So, but it affects us in many other ways as well that I want to get into tonight. Also es gibt viele Gesichtspunkte, aber in die will ich nicht weiter hineinsteigen. You know, I've been an activist in Israel-Palestine for more years than I want to remember. Also ich bin länger in den Kampf involviert, als ich mich gerne erinnern mag. I've been the head of the Israeli Committee Against House Demolitions for the last 20 years. 20 Jahre lang war ich der Leiter des Komitees gegen Hauszerstörung. And we resist the Israeli demolition on the ground. Und wir haben Widerstand geleistet The Israeli occupation on the ground. Und gegen die Besatzung dort vor Ort. But one question has always been in the back of my mind. Aber eins stand mir immer bei mir im Hintergrund.
Why didn't Israel accept the two-state solution 30 years ago? Warum hat Israel vor 30 Jahren die Zwei-Staaten-Lösung nicht akzeptiert? Warum? It doesn't really make sense. Es ist nicht verständlich. The two-state solution is a tremendously pro-Israeli solution. Denn die Zwei-Staaten-Lösung ist eine unglaublich vorteilhafte Lösung für Israel. Even though the Israeli Jews will be the minority in this country, the two-state solution gives them 78% of the country. Und 78% des Landes werden den Israelis gehören. Und das, obwohl von dem Gesamtbereich die Juden eine Minderheit sind. So if Israel really wants peace and security, it could have had that 30 years ago. Also wenn Israel wirklich Frieden und Sicherheit gewollt hätte, dann hätte sie beides vor 30 Jahren bekommen können. The PLO accepted the two-state solution in 1988. 1988 hat die PLO die Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert. Before the whole Oslo peace process. Vor dem gesamten Osloer Friedensprozess. So Israel could have had peace, security, and 78% of the country. Also Israel hätte Frieden, Sicherheit und 78% des Landes bekommen können. So why didn't it accept it? Warum haben sie nicht akzeptiert? I could never really figure that out looking at Israel on the ground. Also sozusagen vor Ort konnte ich das nie recht herausfinden. 30 years ago, the settlers were not very strong. Vor 30 Jahren gab es keine starke Siedlerbewegung. Rabin had a government without the Likud and the religious. Und Rabin herrschte ohne die Likud-Partei und die religiösen Gruppierungen. But in fact, over the last 50 years, no Israeli government, right or left, has ever really entertained the idea of establishing a Palestinian state. Aber Tatsache ist, in den letzten 50 Jahren hat keine einzige israelische Regierung akzeptieren wollen, dass es einen palästinensischen Staat gibt. So that was one question in my mind. Why? Also, warum das Ganze? Das war eine Frage in meinem Kopf. There was also another question in my mind all these years. And that is, how does Israel get away with this? Und dann ist die zweite Frage, die in meinem Kopf herumschwirrt, warum konnte Israel mit dieser Haltung durchkommen? You have a 50-year occupation in violation of international law. Also 50 Jahre Besatzung, wider das Völkerrecht. And a brutal occupation that even Germany opposes in principle. Und so eine so brutale Besatzung, dass selbst Deutschland dagegen gestellt ist. And yet no one does a thing to stop the occupation or stop Israeli taking over the rest of Palestine. Und dennoch tut niemand etwas, um Israel zu stoppen oder daran zu hindern, den Rest von Palästina zu übernehmen. So what's going on here? Was ist hier los? I couldn't get at those answers by looking at the relationship of Israel to Palestine. Also guckend auf die Beziehung zwischen Israel und Palästina fand sich dafür keine Erklärung. So I said to myself, what if I looked up at Israel's role in the world? Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mal auf die Rolle, die Israel in der Welt spielt. If you look up at Israel's place in the world, a whole different picture emerges. Und dann, wenn man das tut, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. You know, Israel presents itself as this small little country besieged by Arab Muslim terrorists. Ja, also Israel gibt sich immer so, als wäre es ein kleines, winziges Land, das von muslimischen Terroristen
bedroht ist, And of course, belagert ist. it plays very much on the image of the Jews as the ultimate victims. Und dann spielt es natürlich auch auf der Klaviatur Juden als die endgültigen Opfer. And being a victim is a very powerful place to be politically. Und ein Opfer zu sein, ist eine wirklich starke Position in so einer Auseinandersetzung. Because Israel can be the 6th largest arms exporter in the world, Denn Israel kann der sechststärkste Waffenexporteur der Welt sein. the 4th largest nuclear power, Die viertgrößte Atommacht der Welt and occupying power for the last 50 years, und seit 50 Jahren eine Besatzungsmacht. and yet Israel is the victim. Und dennoch, so Israel ist das Opfer. In other words, you have all the power you need, but no responsibility. Also mit anderen Worten, du hast alle Macht, aber keine Verantwortung. Because you can't hold the victim accountable. Denn das Opfer kann ja nicht zur Verantwortung gezogen werden. But when you look at Israel's military and security relations with other countries, it looks very different. Aber wenn man auf die Beziehungen guckt, die Israel hat in militärischer Hinsicht mit anderen Ländern und in Sicherheitsangelegenheiten, dann sieht die Sache ganz anders aus. Israel has military security relations with virtually every country in the world. Israel hat Sicherheits- und Militärbeziehungen mit nahezu jedem Land auf der Welt. Even with countries you would expect to be their enemies. Sogar mit Ländern, von denen man denken könnte, sie sind Israels Feinde. Just some examples that are very interesting. Einige Beispiele. We know that Israel is very close to the United States. Wir wissen, dass Israel den USA sehr nahe steht. It gets $3.5 billion a year in military assistance. Es bekommt 3 Milliarden Dollar militärische Unterstützung pro Jahr. Even more important, it has privileged access to American military technology. Und dann noch wichtiger, es hat bevorzugte Zugang zu dem militärischen Wissen der USA. And that gives Israel amazing technological capabilities. Und das heißt, es verfügt über unglaubliche technologische Fähigkeiten. The same is true of Europe. Das gleiche gilt für Europa. Israel, for example, is developing the Watchkeeper drone, which is the new European drone. Also Israel entwickelt die Drohne, die Überwachungsdrohne, die neue Drohne für Europa. The EU has a program that's called Horizon 2020 that provides a lot of research and development money for Israeli weapons. Also Europa hat ein Programm, das heißt Horizont 2020 und das sieht also viele Mittel für die Entwicklung in Israel vor. Israel has strong military relations with every country in Europe. Israel hat mit jedem Land in Europa heftige, starke Beziehungen. Including, of course, Germany. Natürlich einschließlich Deutschland. You guys are providing Israel with 9 nuclear-capable submarines. Also, wir versorgen Israel mit 9 atomwaffenfähigen U-Booten. You know that. What you don't know is how many submarines does Britain have? Nuclear submarines. Wie viele atomwaffenfähige U-Boote hat Großbritannien? 2. 2. You know how many submarines China has? Wie viele hat China, Nuclear submarines. die nuklear bewaffnet sein können? 6. 6. So here Israel is going to have 9.
three of which are a gift from the German people. Ja, 3 sind Israel vom deutschen Volk geschenkt worden. So thank you very much for that. It's a nice Christmas gesture. Ja, das ist zu Weihnachten eine hübsche Geste. But Israel also has many other military security relations with Germany. Aber es gibt noch viele weitere Militärbeziehungen zu Deutschland. One of the most dangerous and little known is the joint development of nanoweapons. Also eine der wenigen wichtigen Sachen und wenig bekannt ist die Entwicklung von Mikro- oder Nanowaffen. We'll talk about them later. Später werden wir davon sprechen. But Israel and Germany are two leading countries in the development of nanoweaponry, which is very scary. Also Deutschland und Israel sind zwei führende Länder auf dem Gebiet der Entwicklung von Nanowaffen. This talk is going to be like a horror movie. I should warn you that you might want to leave before the really scary parts begin. Also das wird jetzt hier richtig ein Horrorfilm. Ich habe Angst, dass Sie den Raum verlassen, bevor es wirklich fürchterlich wird. Okay, so Israel is close to the United States and Europe. Israel steht den USA und der Europa sehr nahe. But look what else is happening. Israel, it turns out, is the number 2 arms supplier to China. Und Israel ist außerdem der zweitgrößte Waffenlieferant, der nach China liefert. After Russia. Nach Russland. Well, China is the arch rival of the United States. Also China ist ja wohl der Erzfeind der USA. The Americans are moving their whole navy into the South Pacific to contain China. Also die USA schicken eine ganze Flotte nach Südchina, ins südchinesische Meer, um China zurückzuhalten. So this is an example of what I call security politics. Und das ist ein Beispiel für das, was ich Sicherheitspolitik nenne. When you put military security into the picture, it changes completely the map of international relations that you're used to thinking about. Also wenn Sicherheitspolitik ins Auge gefasst wird, dann ändert sich die ganze Sichtweise auf die Welt. We're used to thinking of our country as having friends and allies and enemies. Ja, üblicherweise denken wir, unser Land hat Freunde und Verbündete und Feinde. But I'll tell you what I discovered Aber was ich entdeckt habe, doing this research. That if you take the military and security, internal security, and police as one package, also wenn man alles zusammenpackt, Militär, innere Sicherheit und Polizei, I don't know if you could translate this in the German, it adds up to a $2.5 trillion euro-a-year industry. also das macht also einen Gesamtumsatz, nehme ich an, von 2,5 Billionen Dollar. Trillion? 3.5? Is it 3.5? No, $2.5 trillion. Yeah, it's billion. It's Billionen in German. It's Billionen. Yeah. What? Okay, that's more than a billion. One a million is a million. Okay. 1 billion is Milliarde. Okay. 1 trillion is billion. Billion. So $2.5 billion a year. It's trillion in English and Billionen in German. Okay. It's a lot of money. It's 1,000 times A million. a billion. Billion. Yeah. So when you put that much money and that much power into international relations, very unexpected things happen. Also wenn man das sich klar macht, dann passieren sehr merkwürdige Dinge, spielen sich da ab. So Israel is seen as the client of the United States
And yet it's the number 2 arms supplier to its arch rival. Towards Arch? To its arch rival. Okay, also, ja, komm hier. Einerseits ist Israel der Kunde der USA und andererseits ist es Lieferant des Erzrivalen der USA. Israel is the number 2 arms supplier, 2 or 3, to India. Und es ist der zweit- oder drittgrößte Waffenlieferant für Indien, nach Indien. In other words, little Israel is the number 2 or 3 largest arms supplier to 2 of the largest militaries in the world. Also Israel beliefert, ist der zweitgrößte Lieferant für 2 der größten militärischen Kräfte der Welt. And when you have that much technological and military power, all of a sudden a lot of countries want to be friends with you. Und wenn man so viel Macht hat, dann wollen plötzlich viele Länder der Welt Freund sein mit Israel. So today there's a whole love affair between Israel and Saudi Arabia. Also heute gibt es eine richtige Liebesgeschichte zwischen Israel und Saudi-Arabien. We always talk about the Arab-Israeli conflict, Wir reden right? immer über den israelisch-arabischen Konflikt. I'll say something that is exaggerated, but it gets to some truth. Ich will mal was sagen, was so ein bisschen übertrieben ist, aber hat eine gewisse Wahrheit in sich. Not only is Israel an ally to Egypt, Saudi Arabia, the Gulf states, and other Arab countries and factions, Nicht nur ist Israel, und jetzt übertreibe ich etwas, ein Verbündeter von Ägypten, Saudi-Arabien und vielen anderen arabischen Ländern. I would argue that Israel in fact leads the Arab-Sunni world. Ich würde fast sagen, dass Israel die arabisch-sunnitische Welt anführt. Saudi Arabia is the largest exporter and importer of arms in the world. Saudi-Arabien ist der größte Importeur von Waffen auf der Welt. It can't do a thing against Iran without Israel. Ohne Israel kann Saudi-Arabien nichts gegen den Iran tun. As a matter of fact, Israel's helping it in Yemen, and it's not doing too well. Saudi Arabia. Ja, also Saudi-Arabien Israel's helping Saudi Arabia. Ja, Israel hilft Saudi-Arabien bei dem Kampf in Jemen. Today, countries like Sudan, who are very Islamic, are making connections to Israel. Sogar der Sudan, ein sehr islamisches Land, hat Verbindungen zu Israel. But Israel also gets to countries that the United States has never heard of. Und Israel hat auch Beziehungen zu Ländern, von denen die USA noch nie gehört haben. Because the idea is using our military and security expertise to serve countries and ruling classes all over the world. Und denn es ist so, dass die Kundigkeit auf dem Sicherheits- und dem Militärgebiet Israels dazu dient, in anderen Ländern die herrschende Klasse zu stärken. Because if we want to get away with the occupation, we need as wide a support internationally as we can get. Also Israel, um einfach die Besatzung aufrechterhalten zu können und weiterführen zu können, braucht Israel viele Verbündete rund um die Welt. So 25% of Israel's arms trade is with sub-Saharan Africa. 45%. 25%.
25% des Waffenhandels ist mit Sub-Saharan Africa. dem Afrika südlich der Sahara getätigt. Israel is very strong in security as well. In a country like Equatorial Guinea, Also Äquatorialguinea ist zum Beispiel, da ist zum Beispiel Israel sehr stark. that Trump has never heard of. Also Trump hat noch nie davon gehört. So I could keep going and going and going. Israel, to virtually every country. Also praktisch zu jedem Land hat Israel Militärbeziehungen. You know, Israel has 2 military bases abroad. 2 Basen hat Israel außerhalb seines Gebietes. And they're both in Muslim countries. Und sie sind beide in muslimischen Ländern. One of them is in Eritrea. Das eine ist in Eritrea. And you have a lot of refugees from Eritrea. This is one of the worst countries in the world. Und ihr habt viele Flüchtlinge hier, die aus Eritrea stammen. Das ist ein schlimmes Land. But the other one, a big Air Force base in Azerbaijan. Und die andere Luftwaffenbasis, die ist in Aserbaidschan. And Azerbaijan is very significant because this is the jumping off point to Iran. Denn von dort aus geht es ja direkt in den Iran. So, I can explain to you the military and security relationship that Israel has with virtually every single country in the world, if we had hours. Also, ich könnte stundenlang davon erzählen. Mit praktisch jedem Land der Welt hat Israel Beziehungen, militärische und Sicherheitsbeziehungen. So this is part of a quid pro quo. Das ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Israel serves the elites in every country of the world. Israel bedient die führenden Mächte in jedem Land der Welt. In some countries like South Sudan, the Congo, and other places, it also serves warlords. Und in manchen Ländern, zum Beispiel im Südsudan oder im Kongo, bedient es auch Warlords. And in return, they can criticize Israel, but they let Israel get away with the occupation. Naja, also manche kritisieren, aber sie lassen Israel in Ruhe mit diesen Dingen. But there's a bigger, so, just to go back to the questions, the reason then that Israel does not want to give up the occupied territories is they're a laboratory. Und dann jetzt, warum Israel nicht die Besatzungspolitik aufgibt, das ist, weil Israel ein Labor ist, ein Versuchsfeld. The occupied territories are a resource for Israel. Die besetzten Gebiete sind ein Werkzeug, A resource. ja. Because this is where Israel perfects and develops weapons and security systems for export. Es ist Palästina ist ein Rohstoff, denn dort ist es nämlich, wo Israel seine Systeme entwickelt. And this is what gives Israel the edge in the competitive market. Und das damit stattet sich Israel mit dem Vorsprung aus auf dem Waffenmarkt. That you have really a population of 5 million people that you can experiment on. Und denn tatsächlich stehen Israel 5 Millionen Menschen zur Verfügung, mit denen experimentiert werden kann. So in terms of security politics, it becomes clear why Israel wants to keep these territories. So was die Sicherheitspolitik anlangt, daran wird klar, warum Israel die Politik fortsetzen kann, die es führt. And then you can add the religious
and nationalistic reasons as well. Und dann kann man obendrein also noch die religiösen Gründe und die nationalen Gründe anführen, die ebenfalls existieren. But there's a bigger story Aber dahinter steht noch eine größere Geschichte. that also has to do with serving the hegemons in return for keeping the occupation. Und das hat auch damit zu tun, wie also die Herrschenden bedient werden im Gegenzug dafür, dass die Besatzung aufrechterhalten werden kann. And that has to do with global capitalism. Es geht nämlich um weltweiten Kapitalismus. We all live, all of us, in one capitalist system. Wir alle leben in einem einzigen kapitalistischen System. And it's a system in crisis. It's a system in crisis. Und ein System, das in der Krise sich befindet. We know that a few corporations really control the global economy. Und wir wissen ja, es gibt ein paar Großunternehmen beherrschen den Globus. Including Deutsche Bank and others. Also die Deutsche Bank ist auch dabei. We know that 1% of the world's population owns 50% of the resources. Also 1% der Weltbevölkerung ist Eigentümer für 50% des Weltreichtums. Most people of the world are what corporations call surplus humanity. Also die meisten Menschen auf der Welt sind das, was man überschüssige oder überflüssige Teil der Menschheit nennt. 80% of the people of the world live under $10 euros a day. Wieder steht, 80% der Menschen der Welt leben von weniger als 10 Euro pro Tag. But it's not only the people of the global south. Also sind es nicht nur die Leute im Süden der Welt. In the global north, your children, some of the young people here, are virtually in the same situation. Also manche Leute hier sind praktisch in der gleichen Situation. The occupation movement was one expression of how young people in the global north feel excluded from the system. Also die Occupy-Bewegung war ein Ausdruck dieser Tatsache, wie sich junge Menschen hier fühlen. Young people today in the global north, in Germany, will not have the prospect of living as well as their parents. Also die jungen Leute heute haben nicht die Aussicht, so gut zu leben wie ihre Eltern. Wars today are largely what we call resource wars. Also Kriege sind Kriege um Ressourcen. The world's most valuable resources are under the feet of the world's poorest people. Also die Reichtümer der Welt befinden sich unter den Füßen der ärmsten Leute. And about 70% of the world's resources go to the United States and Europe. Und etwa 70% aller Weltressourcen fließen in die USA und nach Europa. That means then that the whole capitalist system creates what's called an everywhere war. Also dieses kapitalistische System schafft das, was man einen Überallkrieg nennen kann. And it's a war everywhere against the 99%. Und es ist überall ein Krieg gegen die 99%. It's a war, it's what I call a securocratic war. Big Also word. ein sicherheitskratischer Krieg. In other words, it's a war to secure the world for the use of the capitalist ruling class. Und die kapitalistische Herrschaft bekommt das und sichert sich das. And states become the agents, of course, of the ruling class. Und die Staaten sind die Handlanger der herrschenden Klasse.
the bottom line, the end goal of the elites, the capitalist elites, is pacification. Und letztendlich zielt alles von der herrschenden Klasse auf Befriedung. Befriedung der Menschen. By that I mean repressing people to the point where they can no longer resist. Also Leute unterdrücken, bis sie nicht mehr Widerstand leisten können. So that this becomes the system we live in, and wars today are really wars, what I call wars against the people. Und das ist das System, in dem wir leben werden, und die Kriege entwickeln sich zu etwas, was einfach Krieg gegen die Menschen ist. I'll show you something interesting. Ich zeige Ihnen was Interessantes. When we think of war, we're really thinking of conventional interstate war. Also zwischenstaatliche Kriege, das ist das, was unser Bild vom Krieg. In other words, countries fighting countries and armies fighting armies. Länder bekämpfen Länder, Armeen bekämpfen Armeen. The last, and these are the kinds of wars that our militaries are prepared for. Und das ist die Art von Kriegen, auf die das Militär vorbereitet ist. The trillions of euros that are spent on submarines and tanks and fighter airplanes. Das sind also eben die Billionen Dollar, die für diese U-Boote und so weiter und die Panzer gebraucht werden. But this kind of warfare is more or less finished. Aber diese Art von Krieg ist mehr oder weniger zu Ende. The last major interstate war was World War II. Der letzte größere zwischenstaatliche Krieg war der Zweite Weltkrieg. That was the last time two major military powers fought each other. Das war das letzte Mal, dass zwei größere Militärmächte gegeneinander gekämpft haben. You've had small local interstate wars occasionally ever since. Es gab kleinere zwischenstaatliche Kriege in der Zwischenzeit. But the last major conventional war was 70 years. Aber der letzte konventionelle Jahre her. So war today takes a completely different form. Heute sieht Krieg völlig anders aus. It's what I call war against the people. Also Krieg gegen die Menschen. In the name of security. Im Namen der Sicherheit. So war today has two major forms. Also zwei Hauptformen gibt es bei Krieg. One is war, sometimes we call it asymmetrical war, against the global south. Also asymmetrische Kriege gegen den Weltsüden. And here, you don't have to translate, it's all in German. Here there's all kinds of different names for this sort of asymmetrical war. Viele Namen sind da. There's, if I can know some of the German here. There's high intensity operations. There's hybrid wars, small wars, colonial wars, irregular wars, military operations short of war, new wars, resource wars, peacekeeping operations that Germany does a lot, which is a form of war and control, counterinsurgency, irregular wars, guerrilla wars, all these are kinds of wars against the people in the global south. Okay. The second kind of war is asymmetrical war here at home in the global north. Also das ist die zweite Sorte von Krieg und das ist der Krieg im Inneren des globalen Nordens. And this has to do with internal security and policing. Also Kontrolle ist, ja, wie es da steht. Okay.
the goal of, in my view, the goal of the elites in the global north is to create security states. Also Sicherheitsstaaten schaffen. Das ist das globale Ziel. Den Sicherheitsstaat. In other words, states where security trumps, if I can use that word, security trumps democracy. Also The Sicherheit. security state. Ja. Security overwhelms democracy. Ja, also sticht sozusagen, Sicherheit sticht Demokratie, also wie ein Trumpf. But it's also the kind of a state where we internalize the dominance of security. Und es ist aber auch die Art von Staat, in der wir selber verinnerlichen, diesen Sicherheitsstaat. So ideally we police ourselves. Also im besten Falle überwachen wir uns selber polizeilich. This is one of the exports of Israel. Das ist eines der Exportprodukte von Israel. Israel exports a whole conception of a security state. Also Israel exportiert ein ganzes Bündel von sicherheitsstaatlichen Maßnahmen. I'll give you just an example. Almost 2 years ago, we had the bombings in Brussels. Ein Beispiel. Vor 2 Jahren sind die Bomben in Brüssel explodiert. The Israeli government, this is true, the Israeli government did not say to the Belgians, we're sorry it happened. Das israelische Regierung sagte nicht, oh, es ist auch traurig, oder wir bedauern, dass das passiert ist. The Israeli government said to the Belgian people, or the Belgian government, stop eating Belgian chocolate and join the world. Hört auf, belgische Schokolade zu essen und schließt euch der Welt an. Israel said to Belgium, you criticize us because we have an occupation over the Palestinians. Ihr kritisiert uns, weil wir Palästina besetzt halten. You should be imitating us. Ihr solltet das gleichziehen mit uns. Look at the problems you have with a couple Muslim neighborhoods in Brussels. Ja, guckt, was ihr für Probleme habt mit den muslimischen Wohnsiedlungen in Brüssel. But look what we've done in Israel. Schaut, was wir in Israel gemacht haben. We have a country with a vibrant democracy for our people. Wir haben ein Land, in dem wir eine lebendige Demokratie praktizieren. We have a flourishing economy. Wir haben blühende Wirtschaft. Our people feel a tremendous sense of personal security. Und bei uns fühlen sich die Leute persönlich sehr, sehr sicher. And all this in a country where half the population are terrorists. Und das in einem Land, wo die Hälfte der Bevölkerung Terroristen sind. Well, if we can do that, imagine what we could do for Brussels, or Paris, or Germany. Stellt euch mal vor, was wir tun könnten für Brüssel oder für Paris oder für Deutschland. So in a sense, what Israel's exporting is much deeper than simply weapons and security systems. Das sind nicht nur Waffen und Sicherheitssysteme, die Israel exportiert. It's a whole concept of a security Es ist state. ein ganzes System von Sicherheitsmaßnahmen. So what I'm saying is that that this kind of war against the people is not the kind of war that Europe and the United States are prepared to fight. So, das ist aber eine Art von Krieg, die Europa und die Vereinigten Staaten nicht zu führen bereit sind. The Pentagon and NATO are fully prepared to fight the Soviet Union. NATO und das Pentagon sind darauf vorbereitet, gegen Russland zu arbeiten.
the Soviet Union. Die sowjetische Union. In other words, the last war that's already gone. Das heißt, sie sind vorbereitet gewesen. So this becomes I don't know. an Israeli niche. War against the people becomes an Israeli niche. Ja, also der Krieg gegen die Menschen wird zu einer israelischen Nische. Because Israel has been fighting a war against the Palestinian people for the last 100 years. Denn seit 100 Jahren führt Israel einen Krieg gegen das palästinensische Volk. Now, I'm not making Israel into... I'm not exaggerating Israel's role. Ich will Israels Rolle nicht übertreiben. Israel, of course, is not the only country to engage in military and security affairs. Also Israel ist nicht das einzige Land, das auf Sicherheit und Militärangelegenheiten setzt. In fact, it's a small country. Ja? Wir verstehen das alle. Nein, ist nicht. Am Ende werden sie immer schwächer und tun sich so zurück. Oh, Verzeihung. Bitte. Vielleicht sollten wir diese Plätze kaufen. Israel isn't the largest player, but it's in a very pivotal position. Also Israel ist nicht der größte Spieler in dem Spiel, aber Israel ist weit vorne in dem Kampf. It puts together these kinds of skills in a unique way. Also diese Arten von Fähigkeiten führt Israel zusammen in einer ganz einzigartigen Weise. So the United States and Germany might have these kinds of skills. Also die USA oder Deutschland haben diese Art von Fähigkeiten. Some other local producers like India or even China might have more of these kinds of skills. Vielleicht andere Länder, Indien oder China, könnten etwa diese Fähigkeiten mehr haben. But I would argue that Israel is the only country that puts the whole range of warfare and security into one system. Ich glaube, dass Israel das einzige Land ist, das all diese Fähigkeiten in ein System einbindet. Okay. Theory. Now what do we mean by weapons and systems of war against the people? Was meinen wir mit Waffen und Systemen gegen das Volk? Because war against the people is us. It's war against us. Das ist ja gegen uns. Well, one example are drones. Ein Beispiel sind unsere Drohnen. Israel is the world's. Israel produces 60% of the world's drones. Israel produziert 60% der Drohnen der Welt. Like I said, the new Watchkeeper European drone is Israeli. Der Watchkeeper, die europäische Drohne, ist ein israelisches Produkt. Why Israel? Warum Israel? Europe and the United States had this technology 50 years ago. Why didn't they develop drones? Also die Technologie war vorhanden in den USA und in Europa. Warum hatten sie nicht vor 50 Jahren Drohnen entwickelt? Because Europe and the United States are fighting conventional wars. Denn Europa und die Vereinigten Staaten führen einen konventionellen Krieg. And in a conventional war where you're fighting another country's army, a drone is a stupid weapon. Und in einem konventionellen Krieg ist eine Drohne eine blödsinnige Waffe. I mean, what does a drone do? It hangs in the air. Die Drohne hängt in der Luft. And it hangs and it hangs. And it watches and watches for days and weeks and months. Es überwacht und überwacht für tagelang und wochenlang und monatelang. Sometimes it attacks. Manchmal greift es an. But it's easy to shoot down a Aber drone. man kann eine Drohne leicht abschießen.
An Air Force can shoot down a drone in a minute. Ja, also ein Kampfflugzeug kann in einer Minute eine Drohne abschießen. So NATO and the Pentagon said, why should we invest money in an airplane that you can shoot down? Warum sollen wir ein Geld in ein Flugzeug stecken, das man abschießen kann? But Israel is fighting a war against the people. Aber Israel kämpft einen Krieg, führt einen Krieg gegen das Volk. And the people, like the Palestinians, don't have an Air Force. Und denn das Volk, wie die Palästinenser, die haben kein Kampfflugzeug. They can't shoot down a drone. Die können keine Drohne abschießen. So what weapons you develop has a lot to do with the conception of war that you're fighting. Ja, welche Waffen du hast, hängt natürlich davon ab, welche Art von Krieg du führst. Walls are another weapon in the war against people. Mauern sind eine andere Waffe im Kampf gegen das Volk. And fortified borders. Und, The borders that are fortified, that are strengthened. und befestigte Grenzen. So, in Europe, you're getting more and more and more fortified borders. Mehr und mehr befestigte Grenzen gibt es in Europa. There's no border in Europe that doesn't have Israeli technology. Es gibt keine Grenze in Europa, die nicht über israelische Technologien mitverwendet. Now let me give you just one example of security politics. Also nur ein Beispiel für Sicherheitspolitik. Greece has set up a very strong border with Turkey. Griechenland hat eine sehr stark befestigte Grenze aufgebaut zur Türkei. Against refugees. of Gegen course. Flüchtlinge natürlich. Well, Tsipras, who's the left prime minister in Greece, was our hero. Also der Zypros war der große Held bei uns in Israel. I don't know about Germany, Ich weiß nicht über Deutschland. but when Greece was fighting the EU over austerity, we were all supporting Greece. Also ich weiß ja nichts über Deutschland, aber als Griechenland gegen die Austeritätspolitik angegangen ist, da waren wir alle für Griechenland. I mean, they were fighting Merkel, so I don't know how much Germany supported Greece. Also But ich weiß nicht, wie stark Deutschland Griechenland unterstützt hat. But the rest of the world saw the leftist Tsipras as the hero. Also, aber der Rest der Welt sah eben die Linken in Griechenland als die Helden. And he's really Dalinka. I mean, probably to the left of Dalinka. Und er war wirklich links und links von der Linken. Okay. At the same time that he was doing that, he went to Israel and bought millions of euros of fences and sensors and weapons for the border with Turkey. Und dieser Held, zur gleichen Zeit fuhr er nach Israel und kaufte für Millionen und Millionen Sicherheitsanlagen und Ausrüstung für die Grenze. And when he was in Jerusalem, Tsipras, he declared that Jerusalem is the eternal capital of Israel. Und als er in Jerusalem war, hat er gesagt, Jerusalem ist die ewige Hauptstadt von Israel. So you see clearly that quid pro quo. Und da kann man das Geben und Nehmen wunderbar erkennen. These are some of the borders in the other parts of the world that are fortified, many of which have Israeli components. Und das sind die befestigten Grenzen, die es auf der Welt gibt, und viele davon haben israelisches Material, israelische Ausrüstung. Checkpoints. Kontrollpunkte. Israel has about 600 checkpoints in the West Bank. 600 Checkpoints gibt es in Israel. So you have millions of Palestinians passing through every day. Und Millionen Palästinenser gehen durch diese Checkpoints jeden Tag.
So no wonder Israel is a world's leader in biometrics and surveillance. Naja, kein Wunder, dass Israel also die führende Macht ist in biometrischer Erfassung. And this gets translated directly into security systems that are adopted by your cities. Und in euren Städten werden diese Sicherheitssysteme direkt angewendet. Let's go back to drones for another minute. Nochmal zurück zu den Drohnen. How's this for a drone? This is a product of the Technion. Das ist ein Technion-Produkt. The Technion is Israel's major polytechnic university. Technion ist die Hauptuniversität für technische. It's also called the laboratory of the Israeli army. Und das ist auch genannt das Labor der israelischen Armee. So in a way, it's the laboratory of the laboratory. Das ist das Labor des Labors in einer gewissen Weise. And like Germany, Israel and the Technion are getting into mini technologies and nanotechnology. Also wie Deutschland geht auch Israel zu auf Nanotechnologie. So this little cute drone has very sophisticated surveillance cameras. Also dieses hat wirklich intelligente Überwachungskameras. And either have poisons or diseases. Und es hat Gifte Poisons or diseases. oder Krankheiten. You know, today you have nano forms of botulism. Also, Botulism. ja, das ist I don't know. Gehirnhautentzündung, glaube ich. You know botulism? It's a disease. Krankheit, Botulismus. I don't know. It's a deadly disease with no antidote. Also das ist eine tödliche Krankheit mit keinem Gegengift. In its concentrated nano form, this amount of botulism can kill 100,000 people. Und diese Menge von Botulismus kann 100.000 Menschen töten. If you put this in the water supply of Hamburg, you kill a lot of the population. Ja, wenn man das zum Beispiel in die Wasserversorgung von Hamburg hineintut, dann tötet das eine Menge Menschen. So this tiny drone is actually more powerful than a nuclear bomb. Das ist also kräftiger und stärker als eine Atombombe. You can also, the Technion is also weaponizing actual insects. Also Technion bewaffnet auch tatsächliche Insekten. So the cockroach on the wall could actually be a spy. Also die Wanze an der Wand könnte ein Spion sein. Be careful you don't Die Kakerlake. kill the next one. You're going to kill a 10,000 euro machine. Also und du machst einmal klapp und zerstörst eine 10.000 Euro teure Maschine. And then we get into nano weapons. Und das ist also Mikro- oder Nano-Waffen. Which the United States, China, Germany, and Israel are the major military nano powers today. Also heute sind die militärischen Kräfte in der Nanotechnologie die führenden Deutschland, China, USA und Israel. And they're developing what are called nanobots, or nanorobots. A nano, in case you know, don't know, a nano is a billionth of a meter. Also ein Nano ist ein Billiardstel Meter. In other words, if a strand of hair, one of your hairs, is 100 nanos wide. Also ein Haar ist 100 Nanometer dick.
These nanobots are 10 nanos wide. Und diese Nanobots sind 10 Nanometer breit. Ein Zehntel eines Haars. A nano, when you go to the sea in Hamburg, you smell the sea. Wenn ihr 60 Kilometer nördlich zur See geht, dann riecht ihr die See. The smell is nanoparticles in your nose. Und der Geruch, das sind Nanopartikel in der Nase. So that's really how tiny they are and how much they penetrate into your body. So, und dann so klein sind sie und so weit dringen sie in den Körper ein. Well, you can take one of these nanobots and load it with poison or disease. Also, man kann solche Nanobots mit Gift oder mit Krankheitserregern laden. Now, this really gets scary, and this is not science fiction. Also jetzt wird es wirklich fürchterlich und das ist keine Zukunftsmusik. This is going to happen within the next 10 years. Das passiert in den nächsten 10 Jahren. You can also put into these nanobots artificial intelligence. Also künstliche Intelligenz kann da auch eingebaut werden. So you could tell the nanobots, kill everybody in Hamburg over the age of 40. Also du kannst zum Beispiel Nanobots sagen, töte alle Leute über 40 in Hamburg. And through DNA and other kinds of parameters, they could do it. Und durch die Analyse von DNAs und anderen Parametern könnte das Wirklichkeit werden. I'll tell you one more thing about nanobots. They can self-replicate. They can self-replicate. Also Nanobots können sich selbst reproduzieren. One nanobot can produce 1 trillion within 2 or 3 days. Also ein Nanobot kann 1 Billion Nanobots produzieren innerhalb von 3 Tagen. Let me give you an example of how powerful they are. Ich gebe mal ein Beispiel, wie stark die Wirkung ist. A few weeks ago, I was in Sardinia. Vor ein paar Wochen war ich in Sardinien. Sardinia has one of the largest American bases in Europe, Also in Sardinien ist eine der größten Militärbasen der USA. including American nuclear submarines with nuclear weapons. Also auch US-amerikanische U-Boote die nuklear bewaffnet sind. And we think of nuclear war as a great danger. Und wir denken an Kernwaffenkriege als einer sehr großen Gefahr. Well, you could take a nanobot, 1/10 of the size of a hair, and load it with a corrosive, metal-eating material. Also man könnte ein Nanobot, also ein Zehntel einer Haarbreite, laden mit einem Mittel, das Metall korrodiert. And you could send that little nanobot underwater to the American nuclear submarine. Und dann könnte man durch das Wasser diese Nanobots zu den US-amerikanischen U-Booten schicken. Within a day or 2, it will eat the submarine and the nuclear weapons. Also in wenigen Tagen würde das Atom-U-Boot aufgefressen werden. I mean, that's a good thing. Das ist die gute Seite. But who says they're going to be used? It's more likely that the military is going to use them as war against the people. Und viel wahrscheinlicher ist aber, dass das Militär sie als Waffe gegen die Menschen verwendet. There's a whole discussion in the Pentagon and in NATO. This is not science fiction. What do we do when the nanobots become smarter than we are? Also in der NATO wird darüber diskutiert, was machen wir? Und das ist keine Zukunftsgeschichte. Es wird diskutiert, was machen wir, wenn die Nanobots intelligenter werden als wir selbst. It's estimated that will happen in the year 2045.
Und es wird vermutet, dass es im Jahr 2045 passieren wird. Then all the computers and the nanobots and so on are going to be, with artificial intelligence, more intelligent than human beings. Also dann werden also die Nanobots insgesamt intelligenter sein als die Menschheit. So what's going to protect us against them? Was schützt uns vor ihnen? And there's a group of scientists that deal with this area that were asked, what is the probability for human extinction before the year 2100? Also Wissenschaftler wurden gefragt, was schätzt ihr, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass vor dem Jahr 2100 die Menschheit ausgelöscht wird? They said the probability of human extinction, and 2100 is within the age range of some of you, the probability is 20%. Also die Wahrscheinlichkeit ist 20%, That humans will become extinct. dass die Menschheit ausgelöscht sein wird. Now we think of climate change as one of the greatest dangers. Wir denken an den Klimawandel als eine der größten Gefahren. That doesn't even appear on the list. Das gibt es nicht mal auf der Liste. 5 out of the 8 reasons why there'll be extinction, possibly, have to do with nano. Also 5 von den Gründen, warum an eine Auslöschung der Menschheit zu denken ist, haben mit Nanotechnologie zu tun. So these are types of weapons that are being developed that we don't really know anything about. Also diese Dinge werden gemacht und wir wissen wirklich nicht viel davon. I'm not gonna. I have other things. The time is getting long. I know. Also die Zeit wird lang. What I want to do is just go back. There's a lot more to say, but I'm not going to get into it tonight. Ich will doch zu einem Punkt zurückkommen. But simply get back to then the idea of globalizing Palestine. Also zurück zur Idee, das globalisierte Palästina. Das war ja der Ausgangspunkt. In many ways, I think Israel over the Palestinians is a microcosm of the global north over the global south. Also Israel als Herrscher über Palästina ist sozusagen ein Mikrokosmos dessen, was auf der ganzen Welt passiert. And especially, the occupation is a super high-tech occupation. Und die Besatzung ist ja eine super high-tech occupation. And it's not because the Palestinians are such a danger. Und nicht deshalb, weil die Palästinenser eine besondere Gefahr sind. But again, it's because you have a laboratory and you have no constraints on what you can do to the people living there. Ja, aber es steht einfach ein Labor zur Verfügung und es gibt keine Beschränkung dessen, was ihr mit diesen Leuten machen könnt, was man mit diesen Leuten machen kann. So by looking at the Israeli laboratory in Palestine, by looking at it, and at the weapons being used, and the technologies, we can begin to understand larger wars against the people throughout the world. Also wir gucken auf den palästinensischen Fall und die Behandlung der Palästinenser durch Israel und dann fangen wir an zu verstehen, was sich im großen Maßstab abspielt. That's what I call globalizing Palestine. Das nenne ich Globalisierung von Palästina. In other words, your police forces and security forces are being Israelized. Also die Polizei und die Sicherheitskräfte bei euch, die werden israelisiert. Which means that you're being Palestinianized. Das heißt, ihr werdet palästinisiert. So I would really begin to look at the idea of Palestinians really being emblematic of
all the peoples of the world Also die Palästinenser stehen für alle Leute auf der Welt, that are going to be oppressed in these global military security systems. aber dieser Menschen, die in diesem globalen militärischen System unterdrückt werden. Okay, I'll leave it at that. Okay. Dabei belasse ich es mal. Thank you.